Videos sind überall. In Social Media, im Videomarketing und im E-Learning zum Beispiel sind sie nicht mehr wegzudenken. Und die Entwicklungen sind rasant. Da kann man leicht den Überblick verlieren. In diesem Video haben wir für euch deshalb die heißesten technologischen und inhaltlichen Videotrends für 2024 zusammengefasst. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei MindNet, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Alexander. Ich bin Gründer der Videoagentur MindNet. Wir sind spezialisiert darauf, Filme und Livestreams für Unternehmen zu produzieren. Die Frage nach Trends im Videomarketing begleitet uns also das ganze Jahr. In diesem Jahr ist es aber besonders spannend zu schauen, wie sich die Welt der Videos in 2024 verändern könnte. In unserem Video habe ich besonders auf 3 wichtige Trendbereiche geschaut. Wenn du zu irgendeinem der Themen Anmerkungen oder Fragen hast, würde ich mich also dieses Mal ganz besonders über Kommentare freuen. Aber fangen wir an. Künstliche Intelligenz, kurz KI oder auf Englisch AI, ist vermutlich der technologische Trend des letzten Jahres. Und auch im Bereich der Filmproduktion ist er allgegenwärtig. Es gibt Anwendungen für die Erstellung von Texten, KI unterstützt beim Drehen und der Bearbeitung von Videos in Smartphones, im Schnitt, durch Sprachaufnahmen und es gibt Anwendungen, in denen sich ganze Videos KI unterstützt generieren lassen. Eins ist aber sicher: Die Entwicklung ist noch lange nicht am Ende. Und es kommen durch künstlich erzeugte Videos auch Fragen auf uns zu, mit denen wir uns bisher nicht beschäftigen mussten. Sind Inhalte echt oder gefaked? Was bedeuten KI-generierte Videos für das Urheberrecht? Wie kann man die Qualität sicherstellen? Und ganz praktisch gesehen, wie hole ich das Beste aus Tools heraus, die künstliche Intelligenz verwenden? Kurzfristig werden uns KI-Tools an immer mehr Stellen in professioneller Software begegnen und KI wird ein Vermarktungsfaktor für Software, Kameras und Smartphones bleiben. Sie wird in einigen Bereichen der Filmproduktion Kosten weiter deutlich reduzieren, beispielsweise wenn es um Voice-Over geht oder Musik. Es werden aber auch Anwendungen möglich werden, die bisher gar nicht denkbar waren. Videoinhalte zum Beispiel, die völlig frei auf einzelne User angepasst werden. Videos, in denen Stars, ob lebendig oder lange verstorben, als Avatare auftauchen. Und das irgendwann auch in perfekter Qualität. Ich denke aber auch, dass wir durch KI-Unterstützung viel mehr ähnlichen Content sehen werden. Was wiederum dazu führen wird, dass echte Qualität mehr herausstechen kann. So oder so, die Entwicklung wird sich in diesem Bereich nicht aufhalten lassen und auch wir auf dem MindNet-Kanal haben schon einige Themen geplant, um euch über die Entwicklung auf dem Laufenden zu halten. Das Thema Authentizität im Videomarketing begleitet uns schon eine ganze Weile. Ehrlichkeit und Echtheit erzeugen Vertrauen und sind der Gestus der sozialen Medien. Und auch als eine Art Gegenbewegung zu KI-erzeugten Videos kann Authentizität verstanden werden. Voraussichtlich wird auch in 2024 der Trend anhalten, auf möglichst authentische Inhalte zu setzen. Nur wird es immer schwerer für dein Publikum werden, zu erkennen, was echt und was fake ist. Wenn du dich jetzt fragst, welche Strategien es gibt, als Unternehmen oder Marke authentisch in Videos aufzutreten und auch so wahrgenommen zu werden, hier ein kleiner Überblick. Grundsätzlich geht es bei Authentizität in der Kommunikation darum, ehrlich und konsequent zu sein. Also nicht heute das eine und morgen das Gegenteil zu sagen. Um das tun zu können, brauchst du einerseits klar definierte Werte, sozusagen den Nordpol für deinen Kommunikationskompass. Andererseits musst du deine Zielgruppe kennen. Denn was in der Kommunikation zwischen einzelnen Personen gilt, nämlich dass du die Art, wie du kommunizierst, an dein Gegenüber anpasst, gilt auch in Videos. Als extremes Beispiel würdest du mit einem Kind anders sprechen als mit einem Erwachsenen. Formate, die besonders authentisch wahrgenommen werden, sind Videos, die selbst gedreht aussehen, Dokus oder Livestreams. Wenn du solche Formate nutzt, versuch möglichst nah an deinem Publikum dran zu sein. Antworte auf Fragen, gehe offen mit Kritik oder Fehlern um und sprich auf Augenhöhe. Das Thema Short-Videos auf TikTok, Instagram oder Snapchat ist seit ein paar Jahren allgegenwärtig. Längst haben auch YouTube, Facebook und sogar LinkedIn entsprechende Funktionen nachgerüstet. Es ist also davon auszugehen, dass der Trend zu Short-Videos so schnell nicht verschwinden wird. Aber woher kommt das und was ist in diesem Bereich zu erwarten? Zunächst einmal sind Shorts bei Social-Media-Nutzern extrem beliebt, insbesondere bei Jüngeren. Wer mit diesen Zielgruppen in Kontakt treten will, kann sie hier also extrem gut erreichen. Shorts leben üblicherweise von dem Eindruck, mit dem Smartphone gedreht worden zu sein. Videos auf eine solche Weise zu produzieren, kann sehr günstig sein. Außerdem können Shorts durch die dahinterstehenden Algorithmen sehr schnell die unterschiedlichsten Nutzer erreichen. Und auch die Möglichkeit, Werbung zu schalten, haben sich vergrößert. Mit Shorts erreichst du also mobile User, sie sind kostengünstig produzierbar und du kannst schnell viele Menschen erreichen. Kein Wunder also, dass viele Brands bereits auf TikTok, Instagram und Co. mit Shorts aktiv sind.
Und es werden wahrscheinlich in 2024 noch mehr. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch die Anzahl der Plattformen weiter wachsen wird. Je nach Interesse und Zielgruppe. Und auch die Funktionen auf den einzelnen Plattformen werden weiter zunehmen. Innovationen und Features sind traditionell der größte Faktor für die Plattform, sich zu unterscheiden und sich so gegenseitig Marktanteile abzunehmen. Im Herbst 2023 ist TikTok mit dem Shop-Feature in den USA, Großbritannien und einigen asiatischen Ländern an den Start gegangen. Und das mit großem Erfolg. Direkt aus TikTok-Videos oder Livestreams können User Produkte kaufen. Das Feature dürfte bald auch in Deutschland kommen und könnte TikTok zu einer Art QVC für Millennials machen. In jedem Fall zeichnet sich ab, dass Short-Videos für User aller Altersschichten immer relevanter werden. Vor allem, weil sie sich so gut am Smartphone anschauen lassen. Wer Mobile First denkt, sollte also auch über Shorts nachdenken. Videomarketing bleibt auch in 2024 das stärkste Mittel, um Online-Menschen zu erreichen, und gleichzeitig werden Videos in immer mehr Bereichen unseres Lebens sichtbar werden. Wer aus der Masse herausstechen will, sollte authentisch bleiben und die Entwicklungen im Blick behalten. Gerade Features aus dem Bereich der KI haben das Potenzial, unsere Arbeitsweise in der Produktion von Videos zu vereinfachen, aber sie bringen auch das Risiko einer noch größeren Austauschbarkeit der Inhalte und den Verlust von Kontrolle über die Ergebnisse mit sich. Ganz zu schweigen von den ethischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Fragen, die sich aber bei weitem nicht auf Videos beschränken. Es bleibt abzuwarten, wie sich beispielsweise der AI Act auf europäischer Ebene hier auswirkt. Wenn du Videocontent für Social Media produzierst oder planst, das zu tun, möchte ich dir unser Video Professionell filmen mit dem Smartphone ans Herz legen. Darin zeige ich dir, wie du bessere Videos mit deinem Smartphone filmen kannst und was du dafür brauchst. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von MindNet. Mit Videos mehr erreichen.